Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an eine Überraschung für unsere Freundin Carol gedacht. Eine Überraschung für Carol? Das klingt interessant. Was hast du im Sinn? Ich möchte eine Überraschungsgeburtstagsfeier für sie planen. Carols Geburtstag ist nächste Woche und ich denke, es wäre schön, mit all unseren Freunden zu feiern. Das ist eine großartige Idee, Alice. Ich liebe Überraschungen. Wie möchtest du die Feier planen? Ich dachte, wir könnten die Feier bei mir zu Hause haben. Wir können all unsere engen Freunde einladen und das Wohnzimmer mit Luftballons und Bannern dekorieren. Gefällt mir. Dein Haus ist ein guter Ort für eine kleine Feier. Um wie viel Uhr möchtest du die Feier haben? Ich möchte die Feier am Abend gegen 18 Uhr haben. Dann wird Carol tagsüber nichts ahnen. Ja, das ist eine gute Zeit. Was ist mit dem Essen? Hast du Ideen? Ich dachte, wir könnten ein paar einfache Snacks haben wie Chips, Obst und einen Kuchen. Ich kann den Kuchen selbst backen und wir können ein paar Snacks im Geschäft kaufen. Das klingt perfekt. Ein selbstgebackener Kuchen ist immer etwas Besonderes. Wir sollten auch ein paar Getränke haben, wie Saft und Limonade. Ja, Getränke sind auch wichtig. Ich werde dafür sorgen, dass ich genug für alle kaufe. Bob, wen sollten wir zur Feier einladen? Ich denke, wir sollten unsere engen Freunde einladen. Vielleicht David, Emma und Frank. Sie sind alle mit Carol befreundet und werden sich freuen, mit ihr zu feiern. Da stimme ich zu. Ich werde David und Emma eine Nachricht schicken und du kannst Frank anrufen. Gute Idee. Ich werde Frank später heute anrufen. Wir sollten auch ein paar lustige Aktivitäten für die Feier planen. Ja, Aktivitäten sind wichtig. Wir können ein paar Spiele spielen, wie Charades und ein Quiz über Carol. Wir können auch Musik haben und ein bisschen tanzen. Ich mag diese Ideen. Ein Quiz über Carol wird Spaß machen. Wir können Fragen stellen wie: Was ist Carols Lieblingsfarbe? Oder was ist ihr Lieblingsessen? Genau. Es wird eine lustige Art sein, zu feiern und allen zu zeigen, wie sehr wir Carol mögen. Sollten wir eine Rede oder einen Toast für Carol vorbereiten? Das ist eine schöne Idee. Wir können jeder ein paar Worte sagen, um Carol zu sagen, wie besonders sie für uns ist. Ja, ich würde das gerne machen. Ich werde eine kurze Rede vorbereiten. Was ist mit der Dekoration? Hast du Ideen? Ich dachte an Luftballons in verschiedenen Farben, ein Alles Gute zum Geburtstag-Banner und ein paar Girlanden. Wir können auch einige Lichterketten im Wohnzimmer aufhängen. Das klingt sehr schön. Ich kann dir bei der Dekoration helfen. Ich habe ein paar Luftballons und Girlanden zu Hause, die ich mitbringen kann. Super! Wir können die Dekorationen am Tag der Feier gemeinsam aufbauen. Ich werde auch ein kleines Geschenk für Carol vorbereiten. Vielleicht einen Bilderrahmen mit einem schönen Foto von uns. Das ist eine liebevolle Idee. Ich kann auch ein kleines Geschenk mitbringen, wie einen Schlüsselanhänger oder ein Armband. Perfekt, unsere Geschenke werden Carol zeigen, wie viel sie uns bedeutet. Was denkst du, was Carol sagen wird, wenn sie die Feier sieht? Ich denke, sie wird sehr überrascht und glücklich sein. Carol liebt Überraschungen
Und diese Feier wird eine wunderbare Art sein, Ihren Geburtstag zu feiern. Ja, ich hoffe, sie wird es lieben. Wir sollten auch sicherstellen, dass sie vor der Feier nichts davon erfährt. Das ist sehr wichtig. Wir müssen es geheim halten. Vielleicht können wir sie zu mir nach Hause zu einem kleinen Treffen einladen und sie dann mit der Feier überraschen. Das ist ein guter Plan. Ich werde David und Emma auch sagen, dass sie das Geheimnis bewahren. Ja, alle müssen es geheim halten. Ich bin sehr aufgeregt wegen der Feier, Alice. Es wird ein großartiger Tag für Carol und uns alle. Ich bin auch aufgeregt, Bob. Es macht immer Spaß, mit Freunden zu feiern. Wir sollten uns ein paar Tage vor der Feier treffen, um alles zu planen. Das ist eine gute Idee. Wir können uns am Wochenende treffen, um die Details zu besprechen und die Aufgaben zu verteilen. Ich stimme zu. Ich werde dich am Freitag anrufen, um unsere Treffzeit zu bestätigen. Okay, ich habe am Samstagmorgen Zeit. Dann können wir das Essen, die Dekorationen und die Spiele planen. Perfekt. Ich werde eine Liste von allem machen, was wir brauchen. Und wenn du willst, können wir gemeinsam einkaufen. Ja, das würde mir gefallen. Wir können gemeinsam zum Supermarkt und zum Partybedarfsgeschäft gehen. Großartig. Ich bin sehr froh, dass wir diese Überraschung für Carol planen. Es wird ihr zeigen, wie viel wir sie schätzen. Ich fühle genauso, Alice. Überraschungen sind eine wunderbare Art, Freundschaft und Liebe zu feiern. Ich werde später heute eine Nachricht an die Gruppe senden, um alle an die Feier zu erinnern und sie zu bitten, es geheim zu halten. Gute Idee, ich werde Frank auch daran erinnern, wenn ich ihn anrufe. Danke, Bob. Ich bin mir sicher, dass die Feier ein großer Erfolg wird, wenn wir alle zusammenarbeiten. Das glaube ich auch. Ich kann es kaum erwarten, Carols glückliches Gesicht zu sehen, wenn sie zur Feier kommt. Ja, das wird der beste Moment sein. Wir werden viele Fotos machen und wunderbare Erinnerungen schaffen. Ich habe noch eine Frage. Sollten wir Carols Familie zur Feier einladen? Das ist eine gute Idee. Ich denke, wir sollten ihre Eltern und ihre jüngere Schwester einladen, wenn sie Zeit haben. Ich werde Frank fragen, ob er den Zeitplan von Carols Familie kennt. Vielleicht können sie auch zur Überraschung kommen. Ja, das wäre schön. Je mehr, desto besser. Ich bin sehr glücklich, dass wir diese Überraschung planen. Es zeigt unsere Freundschaft und Fürsorge für Carol. Ich stimme zu, Alice. Eine Überraschung zu planen macht Spaß und macht die Feier noch besonderer. Ich werde anfangen, eine Liste der Aufgaben für die Feier zu schreiben. Wir können die Arbeit aufteilen, damit alles rechtzeitig fertig ist. Das ist ein guter Plan. Ich werde dir bei der Liste helfen. Wir können aufschreiben, wer das Essen bringt, wer die Dekorationen bringt und wer die Spiele plant. Großartig. Lass uns am Samstag treffen und die Liste zusammen erstellen. Ja, ich freue mich darauf. Ich möchte auch meine Rede für den Toast üben. Ich möchte etwas Nettes und Einfaches sagen. Ich kann dir dabei helfen, wenn du möchtest. Wir können zusammen üben. Das wäre sehr hilfreich. Ich möchte, dass meine Worte klar und von Herzen kommen. Ich bin mir sicher, deine Rede wird großartig, Bob. Carol wird es lieben. Danke, Alice. Ich bin sehr aufgeregt wegen der Feier. Es wird eine wunderbare Überraschung. Ich fühle ebenso. Es ist immer schön, etwas Besonderes für einen Freund zu planen. Ich werde dich am Freitag anrufen, um unsere Treffzeit zu bestätigen und um den Stand der Feier zu klären. Das ist eine gute Idee. Ich werde auf deinen Anruf warten. Danke, dass du mit mir an dieser Überraschung arbeitest, Bob.
Ich bin sehr froh, dass wir das zusammen planen. Danke, Alice. Ich helfe gerne. Ich weiß, dass Carol sehr dankbar für unsere Mühe sein wird. Ja, das hoffe ich. Ich kann es kaum erwarten, ihr Lächeln an ihrem Geburtstag zu sehen. Ich auch. Es wird ein Tag voller Freude und Lachen. Lass uns sicherstellen, dass alle Details perfekt sind. Wir wollen, dass die Überraschung ein großer Erfolg wird. Absolut. Ich werde eine Checkliste von allem machen, was wir erledigen müssen. Wir können jede Aufgabe abhaken, wenn wir sie abgeschlossen haben. Das ist eine großartige Idee. Eine Checkliste wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Ich werde die Liste heute Abend beginnen und sie dir morgen zuschicken. Danke, Alice. Ich werde auch meine Ideen für Spiele und Aktivitäten aufschreiben. Perfekt. Wir können unsere Ideen am Samstag vergleichen. Ich bin sehr aufgeregt wegen der Feier. Es wird eine wunderbare Art sein, Carol zu zeigen, wie viel wir sie schätzen. Ja, es wird ein unvergesslicher Tag. Ich werde dich am Freitag anrufen und wir können uns am Samstagmorgen treffen, um alles zu planen. Ich freue mich auf deinen Anruf. Danke nochmals, dass du diese Überraschung mit mir planst, Alice. Es wird ein sehr besonderer Tag für Carol. Danke, Bob. Ich bin froh, mit dir zu arbeiten. Gemeinsam werden wir diese Feier zu einem großen Erfolg machen. Das glaube ich. Ich kann es kaum erwarten, Carols glückliches Gesicht zu sehen, wenn sie hereinkommt und uns alle sieht. Ja, das wird der beste Teil des Tages. Lass uns hart arbeiten, um alles perfekt zu machen. Ich sehe dich am Samstag und wir planen jedes Detail. Ich sehe dich dann, Alice. Danke für diese wunderbare Idee. Ich bin mir sicher, Carol wird ihre Überraschungsgeburtstagsfeier lieben. Danke, Bob. Ich bin sehr aufgeregt und ich weiß, dass wir zusammen großartige Arbeit leisten werden. Ja, das werden wir. Bis Samstag. Bis bald, Bob. Auf Wiedersehen für jetzt. Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.